Nachdem ich wie ein Redneck ausschaue, machen wir heute natürlich ein Moonshine-Review. Nein, natürlich nicht. Es gibt ein Pomade-Review. Servus, grüßt euch und hallo zu einem neuen Pomade-Review mit mir, dem Alex, in unserem Pomade-Shop-Headquarter in Ottobrunn. Ich darf heute mal wieder eine Pomade für euch reviewen. Von Murray's, ja, habt ihr gesehen. Allerdings die moderne Linie mal. Heute mal nicht wirklich eine feste Pomade, sondern so eine moderne Total Control Hair Paste, wie sie sich nennt, von Grandpa Harry's. Und zwar ist es diese wasserbasierte Serie von Murray's. Und da hat der Andi, glaube ich, schon eine reviewed. Seht hier oben eingeblendet, welche es jetzt genau war, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war die Lame Straight. Stimmt, die Lame Straight hatten wir schon reviewed. Und das ist jetzt die Paste. Und nachdem ich ja gesagt habe, dass ich hin und wieder ganz gerne mal UWBs oder so Pasten schmiere, gedacht, dann review ich doch mal die Grandpa Harry's für euch. Die kommt auch wie die Lame Straight in so einer grauen Kunststoffdose daher mit so einem ganz dünnen Metalldeckel. Persönlich muss ich jetzt sagen, kein großer Fan von dem Design der Dosen, finde ich für so einen Klassiker wie Murray's fast schon ein bisschen schade, dass es ja nicht so eine schöne Dose ist oder nicht so eine nostalgisch anmutende Dose, aber gut, es ist eine moderne Paste und dafür ist sie auch Preis-Leistung ganz gut. Dementsprechend, ja, kann man verkraften, ist jetzt in dem Fall auch mit nur 51 Gramm relativ kleiner Tiegel, wie ihr seht, recht flacher Tiegel. Aber an sich, ich kenne sie, ist eine ganz schöne Paste und dementsprechend schmiere ich sie mal für euch. Wenn die Dose aufschraubt, ist da erstmal so ein kleiner Innendeckel, dass sie nicht so schnell austrocknet. Den nehmen wir natürlich hier raus und dann haben wir so eine, ja, weiß-cremefarbene Paste. Und dann schauen wir erstmal vom Duft. Und der ist nämlich echt heftig. Also schon wieder eigentlich für mich nichts für jeden Tag, aber wer es mag, und zwar riecht die für mich volle Kanone nach Ananas. Deutlich stärker als so eine Voodoo Island zum Beispiel von High Life, die für mich eher wie so ein Wunderbaum riecht so ein bisschen, aber das ist für mich einfach nur pur Ananas und das hält auch den ganzen Tag, das weiß ich, weil ich sie auf jeden Fall schon mal geschmiert habe und ja, anstrengend, weil wer einen süßen Duft mag, vollkommen in Ordnung. Dann schauen wir uns mal an, ich habe recht trockene Haare, wie man sieht, ganz wenig Build-up drin, da ist eigentlich nicht mehr wirklich was hält, also dementsprechend ist ja auch ein wasserbasiertes Produkt natürlich, dementsprechend ganz einfach auszuwaschen. Ist natürlich besser im Normalfall in die trockenen Haare einzuarbeiten, wie ich finde. Man kann natürlich auch die in die leicht feuchten Haare einarbeiten, das ist Geschmackssache, kann man immer beides ausprobieren und sehen, was bei einem funktioniert. Ja, vom Rausholen. Es ist eine Paste, also wirklich wie so eine Handcreme, super einfach. Und dann nehmen wir mal so eine Fingerspitze voll und verreiben die und es fühlt sich im Grunde auch an wie so eine Nivea-Creme, die man zwischen den Händen verreiben würde. Also es ist total geschmeidig, ganz weich. Schauen wir mal in die mega langen Haare, die ich gerade wieder habe, dass ich da ein bisschen was eingearbeitet bekomme. Und ja, wo ist jetzt der Unterschied? Paste, Clay, da gibt es ja immer so dieses, gibt ja auch Mattpaste und immer diese ganzen verschiedenen Worte. Also Unterschied ist, im Normalfall ist eine Paste im Vergleich zu einer Clay mit einem bisschen Glanz versehen. Also ist nicht komplett matt, es ist zwar auch Tonerde mit drin, wie es in so einem Clay der Fall wäre, aber nicht ganz so viel, dass das Ding stumpf und matt wirkt, sondern eine Paste erzeugt meistens noch so einen recht natürlichen Glanz und es gäbe natürlich auch sowas wie von Pompis, dann Mattpaste, das ist dann so die Mischung aus beiden. Und eine Paste ist auch im Normalfall nicht so schnell trocken. Also viele Clays werden ja schon in den Händen beim Verreiben relativ schnell trocken und dann so ein bisschen schwierig einzuarbeiten. Ist natürlich perfekt, wenn man so texturierten, matten Look möchte. Und mit Pasten, finde ich, ist ein bisschen vielseitiger. Es geht beides. Man kann klassische Frisuren machen, man kann aber auch diese ganz lockeren, texturierten Frisuren machen. Dementsprechend ein bisschen vielseitiger in meinen Augen. Jetzt habe ich mal nur so einen Finger drin und da kann ich mir jetzt so einen ganz lockeren Halt geben. Ich mache es jetzt natürlich mit dem Kamm, könnte man auch mit den Fingern stylen. Und wie man sieht, es ist so ein ganz dezenter Glanz, also relativ natürlich. Oder wenn man jetzt, mal seine Haare färbt und noch ein bisschen Glanz reinbringen will, funktionieren diese Produkte eigentlich sehr gut. Wie gesagt, einen wirklichen Halt erreiche ich damit jetzt noch nicht. Ich brauche, wenn ich jetzt in die Höhe gehen will, ein bisschen mehr von so einer Paste. Deswegen hauen wir uns da noch mal ein bisschen was in die Haare.
ja, einarbeiten geht natürlich wie von selber. Also wie ich schon gesagt habe, wie bei einer Creme. Also wirklich ganz, 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 ganz einfach. Und desto mehr man nimmt, desto mehr merkt man auch schon, dass der Halt gegeben ist. Also es fühlt sich dann tatsächlich auf einmal wie so eine festere Pomade an, aber auch nicht ausgetrocknet oder fest, so wie es bei manchen wasserbasierten ja der Fall ist, dass man das dann recht schnell anzieht oder aushärtet, sondern es fühlt sich dann eher nach einer ölbasierten Pomade an. Und mag ich dann ganz gerne. Mir immer lieber, als wenn es so schnell anzieht und trocken wird, weil hier hat man halt wirklich auch sehr, sehr lange Zeit zum Stylen. So, dann denke ich, sollte die Menge reichen für meine Haare. Die Finger sauber und dann schauen wir mal, ob wir es schaffen, in die Höhe damit zu gehen. Und auch meinen gewohnten Style damit erreiche. Durchkämmen, ja, ist eher aufgrund meiner Haarlänge ein bisschen schwieriger, hat jetzt nichts mit dem Produkt zu tun. Ja, aber es ist halt echt interessant, also gerade für so dünne Haare, wie ich sie habe, kommt man mit so einem Produkt auch unglaublich gut in die Höhe, ne? Weil es sich recht schwerelos anfühlt. Es ist halt eher so ein lockerer Halt, jetzt nicht ganz dieser Greaser-Look oder dieser ja, typische ölbasierte Pomaden-Look, sondern so ein bisschen lockerer wirkt alles. Also auch für die einfach nicht so einen Bombenglanz wollen, immer wieder gut. Ja, und wie man schon sieht, also man erreicht damit echt ein gutes Volumen, wenn man so dünne Haare hat wie ich. Also für dicke Haare, denke ich, reicht sie nicht so viel mehr aus als ja, vielleicht eine bisschen festere Brillcreme. Also da geht es wirklich in die Richtung Frisiercreme. Wie gesagt, ich finde, desto mehr man nimmt, desto besser wird der Halt. Und der Glanz wird auch nicht so viel stärker. Belasse es jetzt mal dabei, dass ihr das mal seht. Also wie gesagt, ich komme damit echt hoch rauf und ja, es schaut sehr locker, sehr fluffig aus. Es ist jetzt natürlich auch kein Bombenhalt und ich muss das auch im Laufe des Tages nochmal nachkämmen. Also es hält jetzt nicht super gut, aber es funktioniert, wenn man sagt, man will Volumen, nur einen seidigen Glanz und ja, vielleicht auch für moderne Frisuren mit Undercut dadurch sehr, sehr gut geeignet. Wenn ihr was nicht super trocken, mattes wollt. Und für mich, wie gesagt, eher die Empfehlung jetzt für dünne Haare oder eher gerade Haare, jetzt nicht unbedingt um Locken gerade zu ziehen oder um Wellen gerade zu bekommen, aber ja, es funktioniert, sehr leicht einzuarbeiten. Für mich funktioniert es am allerbesten, wenn ich ein Build-up von der ölbasierten noch drunter habe und ich benutze dann mal einen Tag zwischendrin eben so eine Paste, weil da kriege ich eben mega Volumen und dann hält es auch besser als jetzt halt in die komplett ausgewaschenen Haare. Aber ja, schönes Produkt für zwischendrin, auch vor dem Friseurbesuch eine gute Idee, wenn der sich immer beschwert, dass ihr zu viel Pomade drin habt, dass ihr die mal auswaschen könnt. Weil vom Handling seid ihr mit so einer Paste, finde ich, immer deutlich, deutlich näher an einer ölbasierten dran, als es sonst so eine typische Gel-wasserbasiert ist oder als es ein Clay ist. Es gibt natürlich auch ein paar Clays, die auch an der ölbasierten dran sind, aber gerade die Grandpa Harrys, schöne Alternative zu einer wasserbasierten, wenn ihr sonst ölbasiert Schmierer seid. Ja, dann hoffe ich, ich habe euch alles erzählt. Es wäre natürlich noch mega, mega schön, wenn ihr unten den Abo-Knopf drücken würdet, wenn euch das Review gefallen hat und die Glocke, dass ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video rauskommt. Dann sehen wir uns bald wieder auf ein neues Review. Der Alex. Servus.